Eine muslimische Frau wird in Deutschland brutal und kaltblütig mit einem Messer ermordet. Während Familie und Freunde in Trauer versinken, herrscht im gesamten deutschen Fernsehen Stille. Keine Sondersendung, kein Aufschrei, keine Nachricht. Warum? Weil Rahma eine Muslimin war. Ein Name, der Barmherzigkeit bedeutet. Sie kam aus Algerien nach Deutschland, um Krankenschwester zu werden und um Leben zu retten. Doch stattdessen wurde ihres ausgelöscht. Wir als Eurus-Team sind nach Hannover gereist. Dort, wo alles geschah oder endete. Ist dies das Ergebnis der Politiker, die seit Jahrzehnten gegen die Muslime und den Islam hetzen? Das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland. Burka, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Wir sind hier, um der Gleichgültigkeit ins Gesicht zu schauen. Hannover, hast du noch deine Menschlichkeit? Ich habe alles versucht, was ich machen konnte. Ich wollte sie retten. Leider ist sie vor meinen Augen gestorben und ich konnte leider nichts mehr machen. Es tut mir vom Herzen leid. Es tut mir leid. Es geht heute um eine Krankenschwester, die vor 2 Wochen aufgrund eines rassistischen Anschlags umgebracht worden ist. Was ist denn rassistisch? Das ist die Frage. Er hat aufgrund dessen, weil sie bedeckt war, Äußerungen getätigt. Also sozusagen ist es ein Schutzmechanismus von ihm insofern, weil es etwas Fremdartiges ist wahrscheinlich, womit er nicht vertraut ist und dass er deswegen im extremen Fall dann halt zu solchen Taten greifen muss. Ob man das Schutzmechanismus nennen kann oder eher doch vorsätzlich Tätigkeit, das wollen wir halt so ein bisschen herausfinden, was die Leute dazu denken. Habe ich das richtig verstanden oder redet er davon Schutzmechanismus? Was für mich jetzt so gar keinen Sinn ergibt, weil es handelt sich ja um eine junge Frau mit Kopftuch, die zierlich aussieht, die keine Bedrohung dargestellt hat, so tun kann, als ob man da in einer Gefährdung war und deshalb zu solchen Taten greifen muss. Also er hat es ja so beschrieben, als ob der Mann in die Ecke gedrängt geworden sei und er keine Wahl gehabt hätte und deshalb die Frau töten musste, nur weil ein Stück Tuch auf dem Kopf etwas Andersartiges ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, er ist doch immer bei ihr an der Tür gewesen, in ihre Wohnung eingedrungen, hat versucht, dort reinzukommen. Er hat sie belästigt, sie hat sich bedroht gefühlt und am Ende wird es dann noch so dargestellt, als ob der arme Mörder zu solchen Taten greifen musste, weil das alles so andersartig für ihn war. Ja. Hört sich auch so ein bisschen Danach an, als wenn er das rechtfertigen möchte. Also ich will das jetzt ihm nicht unterstellen, aber solche Aussagen führen ja dazu, dass Rassismus gängiger gemacht wird. auf jeden Fall. Es handelt sich um eine algerische Schwester, die aus Algerien hierhin gereist ist, um eine Ausbildung zu machen. Dann hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen, weil sie Leben retten wollte. Aber dabei hat sie ihr eigenes Leben verloren. Das ist natürlich krass. Ja, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Sie heißt Rahma und ihr Name bedeutet eigentlich übersetzt Barmherzigkeit. Ihr Nachbar hat sie umgebracht und er hat sie öfters belästigt und er hat mit mehreren Messerstichen auf sie eingestochen und ein Messerstich ist auf ihr Herz eingetroffen und dadurch ist sie gestorben. Hier in Hannover, hast du davon mitbekommen? Gehört, ja. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Nichts gehört. Hast du gar nichts gehört? Ja, allerdings im anderen Zusammenhang. In einem Pflegebeitrag hat jemand das dazu gepostet. Obwohl das ja nicht wegen der Pflegegeschichte, sie ist ja nicht ermordet worden, sondern wegen des Kopftuchs. Wenn du das so hörst, was denkst du oder was fühlst du dabei? Dass wir immer noch in einer sehr verrückten Welt leben. Ja, grausam, was soll ich sagen? So, also ich hoffe mal, die Polizei hat ihn gefunden. Ja. Und, ja, hoffentlich. Schwierig, weil es ja Überhand nimmt mit diesen Anschlägen sozusagen und Ja. immer wieder was passiert. Dann ja nicht nur die einzelne Person, sondern allgemein alles einfach das Gefühl nicht mehr gibt, Sicherheit zu haben. Es war offensichtlich, dass sie hat ein Kopftuch getragen und das hat dem Nachbarn aus irgendeinem Grund nicht gepasst. Krass. Okay. Also das zumindest habe ich gehört von jemand, der durchaus vertrauenswürdig ist. Ja, Also ich finde das natürlich ganz furchtbar, wenn eine Frau umgebracht wird. Grundsätzlich passiert das ja leider viel zu oft, dass Frauen von Männern umgebracht werden. Also das habe ich zumindest gelesen, dass er sie öfter bedrängt hat. Und Genau. dass sie Muslima ist, aber was er ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Deutsch war er gewesen. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich wusste es nicht genau. Es wurde auch leider überhaupt nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, leider. Glauben Sie, dass die Herkunft bei einem Attentäter eine Rolle spielt, ob dies
in den Medien, vor allem Dingen im Fernsehen, ausgestrahlt wird. Das heißt, macht das einen Unterschied, wenn ein Muslim jemanden tötet oder ein Deutscher jemanden tötet? Assalamu alaikum. Ein weiser Mann sagte mal, der Mensch hat ein Stück Fleisch in seinem Körper. Ist dies gut, ist der gesamte Körper gut. Ist dies verdorben, ist der gesamte Körper verdorben. Dieser weise Mann war der Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm. Du entscheidest, was du konsumierst und was du an dein Herz heranlässt. Your Roots hat sich die Aufgabe gemacht, halal und gesunden Content für euch zu produzieren. Von Muslimen für Muslime. Deine Unterstützung ist es besonders wichtig, damit diese Dauer wachsen kann und diese Botschaften viele Muslime erreicht. Abonniere uns jetzt, aktiviere die Glocke und hinterlasse uns gerne einen Like. Ich habe schon das Gefühl, dass in Deutschland die Gewalt gegen Deutsche schon deutlich höher ausgestrahlt wird, als quasi wenn jetzt was wie diese Tat passiert. Ich glaube, das wird versucht ein bisschen zurückzuhalten quasi. Vielleicht auch von den Politikern selber, damit die ihr Ansehen weiterhalten und ihren Hass verbreiten können. Alleine, dass eine Krankenschwester jetzt vor 2 Wochen in Hannover ermordet wird und das nicht mal im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich frage dich, wenn das ein Muslim eine deutsche Frau umgebracht hätte, denkst du, das wäre in deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden? Ja, ich glaube auf jeden Fall. 100%, ne? Riesigen Nachrichtenberichten wahrscheinlich und Hetzkampagnen und ich weiß nicht, was alles. Ja. Tut mir wirklich leid. Ja, es wird mehr über die Ausländer berichtet, die was machen, als über uns Deutsche, die was machen. Sobald ein Deutscher ist, dann nichts, aber sobald ein Ausländer ist, dann wird es groß geschrieben. Und Es ist durchaus so, dass es, je nachdem welcher Sender das ist, welcher Redakteur das gemacht hat, dass es schon eine Rolle spielt. Nicht nur Mord, sondern auch andere Übergriffe mehr berichtet werden oder nicht berichtet werden. Ich denke, das ist sehr stark abhängig von dem Sender und von dem, der es macht. Prinzipiell stimmt das schon, dass es da eine gewisse Vorfilterung gibt. Absolut richtig, was er sagt. Und auch sehr interessant, wie er das formuliert, dass es eine gewisse Vorfilterung gibt. Also ich habe das tatsächlich auch ähnlich wahrgenommen als konvertierte Deutsche. Weil vor den Flüchtlingswellen war so das Klischee des deutschen Straftäters in Richtung Pädophilie und Vergewaltigung. Das war immer sowas, was sehr präsent war in Bezug auf Deutsche. Du meinst in den Medien? Genau. Es gab ja auch viele Themen in Richtung Tourismus von Deutschen in Thailand, die dort ihre pädophilen Träume ausgelebt haben. Und das sind Dinge, die es bestimmt immer noch gibt, aber die gar nicht so präsent sind. Die Spezialeinheit TICAC im Einsatz. Der Polizeichef hat einen aktuellen Erfolg aus Pattaya zu vermelden. Ein deutscher Verdächtiger wurde gerade wegen Verdacht auf Kindesmissbrauch festgenommen. Er soll sich in einer Bar Kinderprostituierte gekauft haben. Und wenn man in den Medien von einem Missbrauchsfall berichtet, dann wird ja entweder der migrantische Hintergrund erwähnt, also es war ein Afghaner, ein Syrer, wie auch immer, oder es wird gar kein Hintergrund erwähnt. Das heißt, der Migrationshintergrund wird mit der Tat verknüpft gedanklich, wodurch ja diese Vorurteile entstehen. Aber das Deutsch und die Tat wird ja nicht miteinander verknüpft, weil man ja nicht auch liest, dass da steht, der Täter war deutsch. Und das macht natürlich was mit einem, ne? Aber es ist ja mittlerweile bekannt und auch faktisch belegbar, dass die Medien die Wahrnehmung der Menschen hier in Deutschland extra verzerrt. Vor allen Dingen auch eine verzerrte Wahrnehmung über die Muslime vor allen Dingen auch haben. Es ist ein Gefühl, das viele hier teilen. Sie werden von den sogenannten Standardmedien nicht ausreichend repräsentiert. Ein Aufreger, die Schlagzeilen über Muslime. Kriminalität. Auffällig sind Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Islam in Deutschland. Scharia versus Grundgesetz. Mekka, Deutschland. Die stille Islamisierung. Baustelle Islam. Islamverbände in der Kritik. Das Problem ist leider größer als Neukölln. Die größte Bedrohung geht von Arabern, Türken und linken Warmduschern aus. Homophobie und Sexismus unter Muslimen. Die neue deutsche Realität. Offenbar sind das nicht nur Einzelfälle. Das belegt eine Studie im Auftrag des Innenministeriums. Dafür wurde die Berichterstattung über den Islam in einem Zeitraum von 2 Jahren untersucht. Ergebnis: 57% der Artikel in führenden deutschen Zeitungen stellen den Islam in einem negativen Kontext dar. Die Themen: Terror, Unterdrückung, Radikalisierung. Bei Fernsehbeiträgen sind sogar 89% negativ gefärbt. Für mich nicht, aber man hat ja jetzt gesehen, als es jetzt einige Attentate gab, wo Afghanen die Täter waren, da wurde ja plötzlich so getan, wenn die Afghanen alle potenzielle Attentäter wären, was ja Quatsch ist. 99% der Afghanen, die hier leben, sind wahrscheinlich friedliche Menschen. Und nur weil ein kleiner Teil das nicht ist, sind die anderen ja sind die ja keine Kriminellen. Ich glaube schon, dass das so ist. Ich meine, so Parteien wie die AfD, zum Teil ja auch die CDU, benutzen das ja auch. Tun dann halt so, als wären das ganz viele, aber das stimmt ja gar nicht. Es ist nur ein kleiner Teil. Halt. Ja, definitiv. Es ist ein sehr emotionales Thema. Wenn jemand aus Syrien kommt, ersticht jemand, natürlich nehmen das die Medien auf, weil da
bewegst du die Wogen mit, ne? Und das geht viral und sowas. Auch wenn ich, um Gottes Willen, gegen Gewalt und sowas, aber ich urteile das nicht als böse oder gut auf der anderen Seite auch, sondern es ist einfach, wie es ist. Du meinst diesen Mordfall? Wie der Löwe, der die Antilope frisst, das ist... Und das menschliche Zusammenleben ist sehr komplex. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das in den Griff bekommen, dass die Leute sich nicht mal in die Kehle gehen. Ne? Das ist ja krass. Sehr radikale Aussage auf jeden Fall. Ne? Den Menschen mit der Tierwelt zu vergleichen und bekanntlich das Tier nach seinem Trieb lebt, da müssen wir ja ganz klar und definitiv unterscheiden können. Man kann ja so eine Tat nicht mit den Tieren vergleichen, weil wir Menschen dazu angehalten sind, unseren Verstand einzusetzen. Da hast du recht. Das Tier tötet, um zu essen, tötet nicht aus Spaß und tötet auch nicht immer weiter, sondern nur das, was es für die Versorgung braucht. Ne? Und nicht aus einem rassistischen Motiv, jetzt wie in dem Fall. Ich finde das spannend, weil in der vorherigen Aussage war es ja noch eher so, dass das passieren musste, weil es ja eine Bedrohung war, dieses ungewöhnliche Kopftuch, was man vielleicht so nicht kennt. Und in diesem Fall ist es jetzt eher so, als ob Rahma die Antilope gewesen wäre, das schwächere Tier, was deshalb gestorben wäre. Das hört sich so ein bisschen nach Darwinismus an, Survival of the Fittest, nur der Stärkste überlebt. Ich würde gerne Ihnen ein Video zeigen. Und in diesem Video fallen einige Aussagen von einigen Politikern. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, ob diese Aussagen ein Grund sein können, dass Menschen, die eine rassistische Neigung haben, dazu angespitzt werden, um solche Attentate zu vollziehen. Ja. Das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Was denkst du? Ja, also ich kenne natürlich die Frau, die da zu sehen ist. Ich bin natürlich kein Supporter. Ich kann nicht verstehen, wie Leute diese Partei wählen. Ich weiß es nicht. Ich finde es grausam. Ich weiß nicht, wie unsere Nation so mit anderen Leuten umgehen kann. Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, dass dadurch auf jeden Fall mehr Hass in der Gesellschaft entsteht. Vor allem für Menschen, die sich gerade nicht informieren, die sich keine eigene Meinung zu versuchen zu bilden, sondern nur das hören, was Politiker sagen und das glauben. Und da glaube ich, dass es natürlich ein riesiges Problem ist. Es führt natürlich schon dazu, dass viele Leute komische Sachen denken. So ein Kopftuch, das schadet ja vom Prinzip her keinem, ob du Kopftuch trägst oder nicht, das ist ja egal. Ja. Zeig mir eine Frau mit Kopftuch oder mit Burka, die was gemacht hat, wo man groß was hört. Also du meinst so attentatmäßig, meinst du? Ja, zum Beispiel. Immer nur Männer oder Frauen ohne, also nie mit und ja. Wir als Muslime können Ihnen ganz sicherlich sagen, dass das definitiv ein Sehen von Hass ist. Dass diese Politiker aufgrund dessen, weil sie über den Islam hetzen, dass das einmal die Muslime einschränkt und zweitens Leute, die eine Neigung zu Rassismus haben, sie in ihrer Motivation bestärkt. Natürlich. Und wir sind davon überzeugt, dass das keine Methode ist, um ein friedliches Zusammenleben zu fördern. Natürlich nicht. Sie hetzt, die andere übernehmen das, machen das noch weiter, verbreiten das, machen Videos dazu, machen Memes dazu und schon ist eine gewisse Bubble vorhanden, die das glaubt. Ja? Man baut eine gewisse Bubble auf, ein gewisses Hassbild und irgendeiner zieht die Strippe. Ja, also sowas fördert ganz sicher den Rassismus. Jeder weiß ja, was die AfD für eine Partei ist. Ne? Also es ist eine Nazi-Partei. Also ich persönlich finde, jeder soll denken, was er will und jeder soll Religion haben, die er will und auch tragen, was er will. Wenn jemand ein Kopftuch trägt, habe ich damit kein Problem. Ja, ich meine auf jeden Fall, das ist ja auch genauso wie Medien. Ich meine, wie kann man die Leute möglichst triggern, sage ich mal, dass diese Emotionen hochkommen. Und wenn du natürlich diese Emotionen in den Menschen auslösen kannst, dann kannst du natürlich auch mehr sozusagen, sage ich mal, auch lenken in der Richtung. Ne? Also es ist natürlich irgendwo auch... Polarisierung meinst du? Ja, auf jeden Fall, ja. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Nachbarschaft passiert so etwas Ähnliches. Das heißt, Sie sehen einen Nachbarn von Ihnen, der einen anderen Menschen in Ihrer Nachbarschaft wegen seinem Aussehen oder Kleidungsstil angegangen wird. Wie würdest du in diesem Moment handeln? Hast du eigentlich auch schon mal Rassismus in Deutschland erlebt? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Teile das uns gerne mal in den Kommentarfunktionen mit. Mit ihm vielleicht reden, wenn es möglich ist, um vielleicht eine Lösung zu finden. Ja. Ist das denn schon mal in der Vergangenheit passiert? Gott sei Dank nicht. Du hast noch nie mitbekommen, dass jemand rassistisch eingegangen worden ist? Gott sei Dank noch nicht. Wenn der mit dem Messer schon rumläuft, würde ich ihn gleich anzeigen und nichts tun. Wenn es sozusagen der erste Mal ist, dass ich sowas sehe, würde ich den ansprechen und würde sagen, dass das strafbar ist. Ist das denn schon mal bisher passiert, dass Sie das miterlebt haben, dass Menschen rassistisch angelangt werden? Ich habe eine afrikanische Frau
Ich erlebe das regelmäßig. Ja, das Erste, was Sie ihr gesagt haben im Altenheim, warum hat Ihr Mann Sie nicht im Busch gelassen? Ich glaube, das haben Sie als Moslem noch nicht gehört. Ja. Also wir haben alles durch. Das von wegen, sie ist zwar keine Muslima, aber es reicht, dass sie Afrikanerin ist und dass sie intelligent ist. So. Was macht Ihre Frau beruflich? Altenpflegerin, hat aber schon abgeschlossenes Pädagogikstudium. Ja, aber trotzdem wird sie gemobbt, trotzdem wird sie massiv angegangen. Willkommen in Deutschland. Ja, ich hatte ihr es aber vorher gesagt. Ja. Er hat gesagt, hier wartet keiner auf dich außer ich. Und hier wirst du nicht mit offenen Händen empfangen. Ja, leider. Also ich würde versuchen, dazwischen zu schreiten, wenn ich das sehe. Und wenn ich das nicht mitbekomme quasi, wenn mir das erst erzählt wird, ich wäre schockiert. Ich würde versuchen, irgendwie zur Polizei zu gehen, irgendwie meine Aussage zu machen. Vor allem, wenn ich die Person gut kenne, wäre ich natürlich traurig. Ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand das verdient hat auf der ganzen Welt. Würdest du da zwischen Nationalität oder Hautfarbe differenzieren? Nein, bei keinem Menschen. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken. Ja, Vielen Dank, dass du diese Einstellung hast. Ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte es zumindest sein. Leider ist es aber nicht bei allen eine Selbstverständlichkeit. Ja, leider. Ich glaube, gerade durch diese Politiker auch kommt das. Schwierig, man wird natürlich versuchen zu helfen, wie man das macht. Wahrscheinlich sie ansprechen und fragen, ob man mit ihr zur Polizei geht oder ob man bei der Polizei Anzeige erstattet. Aber das sollte man dann auf jeden Fall tun, wenn man das mitbekommt. Ja. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht mitbekommen, muss ich sagen, aber... Boah, das ist eine gute Frage. Das Leben hat so viele Parameter und ist so intensiv. Weißt du, was ich meine? Es hat viele Aspekte. Also ich will es mir jetzt nicht herausnehmen und sagen so, hey, hier, natürlich will ich jetzt Zivilcourage machen. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass jeder natürlich frei so sich ausleben kann, wie er das möchte, ohne jemanden zu schaden, ne? Wo wir an dem Punkt sind. Bei uns ist das so, wir sind ja Muslime, wenn wir etwas Ungerechtes sehen, und das wäre ja in dem Moment etwas Ungerechtes, wenn jemand aufgrund seines Aussehens oder aufgrund eines Kleidungsstückes, was er an sich trägt, das heißt, ob er jetzt beleidigt wird oder ob er gemobbt wird oder ob er in irgendeiner Weise angelangt wird, da ist ja eigentlich jeder Muslim dazu angehalten, zu helfen oder diese Person zu schützen. Kann eine Frau sein, die sich vielleicht selber gar nicht schützen kann oder die vielleicht Angst hat. Und sie ist dann in dem Moment froh, wenn es jemanden gibt außenrum, der sich oder die sich für sie einsetzt. Ja, das ist ja ein sehr großes Feld. Ne? Jetzt sagst du ja natürlich, dass es um ein Kleidungsstück geht, aber ich meine natürlich, wenn du jetzt, ich glaube Hijab heißt das, oder? Hijab, ja. Hijab, ja. Ist ja mehr als nur Stoff, sage ich jetzt mal. Du siehst ja auch überall Regenbogenflaggen. Die laufen ja auch sozusagen in ganz wilden Klamotten rum. Da kennst du vielleicht, hast auch schon gesehen, wo die sich Ledermasken anziehen. Ja. Und ist auch deren Freiheit, weißt du, ich meine, so und... Für den einen ist dieses Stück Kopftuch einfach ein Kleidungsstück. Für diejenige, die das aber trägt, ist das ein sehr hoher Wert. Ja. Das heißt, es ist ja ein persönliches Empfinden für jeden, seine eigene Freiheit oder für jeden sein eigenes Selbstbewusstsein, wie er es empfindet, oder? Es obliegt ja nicht mir zu sagen, diejenige, die ein Kopftuch trägt, es ist falsch. Nee, um Gottes Willen. Ja, also absolut, soll jeder machen, wie er möchte. Denkst du, dass mehr Tatdelikte von der rechtsextremistischen Seite ausgeht oder eher durch muslimische Motivation? Also tatsächlich habe ich da im Politikunterricht drüber gesprochen und daher weiß ich, dass es tatsächlich von rechts kommt. Auf Basis dessen, was man in den Medien sieht, würde ich aber auf jeden Fall glauben, dass es eher von den muslimischen Menschen ausgeht. Also es gibt zwar beides, aber ich habe gerade auch kürzlich auch gelesen, es gibt mehr rechte Gewalt, eindeutig. Ja. Prozentual gesehen gibt es mehr rechte Gewalt. Schwierig zu sagen. Mehr so, ja, Leute, die Fußball sind, die wirklich Theater machen, aber sonst wenig. Das ist eine gute Frage, ne? Ich würde schon sagen, dass es eher muslimisch ist, definitiv. Es ist tatsächlich mehr rechtsextrem. Es gibt dafür eine Statistik in Deutschland, die habe ich auch mit. Seit 1990 bis heute 22.000 von den Rechtsextremen, wo ca. 213 Menschen gestorben sind, ca. 450 muslimisch motivierten Delikten. Und da sind 25 gestorben. Unfassbar, was da für eine Differenz ist, die eigentlich nicht gezeigt wird, gar nicht. Aber die Medienberichte zeigen es so, als wenn es gegenteilig wäre. Ja, eben, genau das meine ich. Genau. Das ist verrückt. Wir sprechen jetzt von Leuten, also von Tod. Ja, ne? genau. Aber wie ist es denn mit Körperverletzungen oder anderen Delikten, Diebstahl oder weiß ich was? Ne? Weil ich glaube, ja, Mord würde ich auch sagen, dass Rechtsextreme öfters zu solchen Mitteln greifen, aber ich glaube, so andere Delikte, da würde ich sagen, ist das Muslimische eher. Das ist unter anderem eine Verzerrung auch von den Medien, weil die Medien berichten sehr einseitig. Man sieht ja aufgrund, die Krankenschwester von Hannover, die gar nicht in den Medien ausgestrahlt worden ist, das beste Beispiel dafür, es nicht berichtet wird. Deswegen kam die Frage, wenn es ein anderer Beteiligter wäre, mit einem muslimischen Hintergrund, du hast ja selber gesagt, dann würde wahrscheinlich das überall jetzt gehypt werden. Und das verzerrt die Wahrnehmung von den Menschen leider. Also ja, ich denke das nicht, aber ich denke schon, wenn Leute, die AfD wählen, die werden das wahrscheinlich denken, weil ihre Partei ihnen das die ganze Zeit erzählt. Genau. Ja, genau. Ja.
ja. Jetzt würde ich dir gerne noch ein letztes Video zeigen. Dieses Video von einem sehr guten Bekannten von mir. Er hat auch einen TikTok- und einen Instagram-Kanal. Sozialarbeiter Salvatore heißt er. Und er setzt sich auch unter anderem für solche sozialen Sachen ein. Er hat dieses Video von Rahma, von der Krankenschwester, die ermordet worden ist, eingestellt. Und ich möchte dir jetzt zeigen, was für Kommentare da geflossen sind, um deine Meinung dazu zu hören. Ich kenne ihn sogar, wenn du meinst. Das ist die Schwester, die umgebracht worden ist. Sie heißt Rahma. Moment, ich starte mal das Video. Mir gefällt der Nachbar, danke für die Hilfe. Juckt mich gar nicht, in der gleichen Zeit haben 20 Mohammeds und Alis Deutsche abgeschlachtet. Top, das ist erster Anfang. Interessiert niemanden. Wie wird heute das Wetter? Der Mann ist mein Held. Dürft nicht vergessen, Deutschland ist ein christliches Land. Und noch was, es interessiert niemanden, ob ein Muslim weggemacht wird. Weil es ein Einzelfall ist. Einzelfall. Und jetzt Einzelfall. Ja, das ist widerlich. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, würden die Leute nicht sagen, es ist ein Einzelfall. Also ich finde das ganz schlimm. Also ist gar keine Frage. Also ich finde das wirklich furchtbar. Und man muss überlegen, diese Kommentare wurden nicht irgendwo herausgepickt. Die sind alle unter diesem Video gelandet. Klar, Politiker von der AfD, die haben Schuld an, solche Leute haben mit Schuld daran, dass sowas passiert, ganz klar. Das ist völlig schockierend. In den sozialen Medien ist, glaube ich, sehr viel Hass und viele Jugendliche nehmen sich dann Leute zum Vorbild, die solche Kommentare schreiben, übernehmen deren Meinung und dann entsteht nur noch mehr Hass. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich habe auch was von einem Christen gesehen. Ich bin selber Christ und ich unterstütze diese Ansicht gar nicht. Und ich glaube, auch in der Bibel wird gesagt, dass man jeden Menschen gleich behandeln sollte. Und nach diesem Grundsatz lebe ich. Sehr gut. Oder versuche es zumindest. Viele Leute gehen ins Internet, die schreiben da irgendeinen Blödsinn rein und am Ende, wenn man die sieht, die haben selber Schiss. Die würden, wenn das passiert, auch abhauen und gar nichts sagen. Ja. Es ist grenzwertig, was strafbar ist. Und manche sind so dumm und machen das auf Vollnamen. Die werden auch verklagt. Und andere machen es ohne Klarnamen. Und da ist es schwierig. Die Grenze ist schwierig zu definieren, wo ist freie Meinungsäußerung. Also das, was ich hier gesehen habe jetzt und das, was auch sonst ich unter Kommentaren sehe, sind ja nicht die einzigen. Das ist definitiv strafbar. Und das ist Hetze, das ist Volksverhetzung, das ist Aufruf zum Mord. Aber die Strafbarkeit oder Verfolgbarkeit ist halt sehr schwierig. Weil es halt eben nicht nur einer ist, sondern weil es eben so viele sind. Ob das Internet gut ist für eine Gesellschaft. Ich würde mal sehen, wie die Leute das hier draußen sagen würden. Ne? Aber das Internet, dir geht es ja sozusagen dann um das Gedankengut, wieso Leute so darüber denken. Ja, also ich denke mal, dass diese Leute sich irgendwie in ihrer Art und Weise zu leben bedroht fühlen durch sozusagen etwas Fremdartiges. Ich habe sowieso das Vertrauen darauf, dass die Menschheit das schafft, dass wir diese Einheit, diese Liebe zusammen, dass wir das zusammen hier genießen können, dieses Leben. Also ich finde es, was soll ich sagen, ich finde es furchtbar halt. Wir wollen ja das gemeinschaftliche Leben sozusagen eher erleichtern. Wir wollen ja die Hintergründe erfahren und auch die Meinungen einholen, wie man dazu führen kann, dass man in Frieden zusammenleben kann. Also ich denke, da hat es einfach politisch wurde schlecht gemacht. Ich glaube, es war einfach eine Überforderung der Gesellschaft. Es waren zu viele Sachen auf einmal. Man muss sich auch ein bisschen mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen, weil die Gesellschaft auch viele Traumata in sich hat. Assalamu alaikum. Ein weiser Mann sagte mal, der Mensch hat ein Stück Fleisch in seinem Körper. Ist dies gut, ist der gesamte Körper gut. Ist dies verdorben, ist der gesamte Körper verdorben. Dieser weise Mann war der Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm. Du entscheidest, was du konsumierst und was du an dein Herz heranlässt. Your Roots hat sich die Aufgabe gemacht, halal und gesunden Content für euch zu produzieren. Von Muslimen für Muslime. Deine Unterstützung ist uns besonders wichtig, damit diese Dauer wachsen kann und diese Botschaften viele Muslime erreicht. Abonniere uns jetzt, aktiviere die Glocke und hinterlasse uns gerne einen Like. Denken Sie, dass unter dieser aktuellen Politik, die seit einigen Jahren auch leider in Deutschland herrscht, langfristig ein friedliches Zusammenleben möglich ist mit den Muslimen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wird es entweder schlimmer oder es bleibt so. Aber eine Verbesserung kann so auf jeden Fall nicht entstehen. Vor allem nicht, wenn Politiker gegeneinander hetzen, gegen andere Nationen hetzen. Ich finde, Deutschland ist ein Land, das für alle offen sein sollte. Wir haben genug Ressourcen und ich glaube, man kann hier ein gutes Zusammenleben schaffen. Diese Rassentrennung hätte es halt nie geben sollen. Immer gleich behandeln, ja. Dann wäre es, glaube ich, besser gewesen. Es wird ja gegen alles gehetzt, was irgendwo nicht in das eigene Weltbild passt. Ja, das heißt, die Moslems, die Afrikaner, die Migranten, ist es ja egal, das kann man ja austauschen. Die Kommentare darunter ähneln sich. Hier ist jetzt eine Muslima umgebracht worden, nach dem Motto, wir bringen euch alle um, wir freuen uns und super, wieder einer weniger. Also das ist ja nichts Neues. Ich habe da meine Zweifel, ich hoffe es einfach nur, weil ich weiß ja zum Beispiel aus dem Iran oder aus Syrien gibt es wahnsinnig viele Leute, die sind Ärzte oder die arbeiten in Pflegeberufen und so weiter, die arbeiten in wichtigen, tollen Berufen und in manchen Gebieten, in kleineren Gemeinden in Ostdeutschland, da würde ich als Ausländer nicht leben wollen, da hätte ich wahrscheinlich Angst. Also ich hoffe es aber, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja, klar. Was ist Ihre Meinung? Gehört der Islam und die Muslime zu Deutschland? Gehört dazu.
Wie alles andere auch, ja. Ich sag's dir, wie es ist. So, ich stehe über dieser Dualität. Ich sehe das einfach so, dass einfach eins ist. Das muss auch gar nicht gesagt, wir sind eins. Wir sind diese Energie, wir sind diese Liebe einfach. Und wir müssen halt schauen, wie wir halt friedlich zusammenleben können. Und das schaffen wir, denke ich mal, nur, wenn wir Bezug zu diesem Boden, zu diesem Land bekommen und wenn wir auch mehr wieder in Verbindung mit unserem Körper kommen. Ne? Weißt du, alle sind im Handy oder an morgen oder bei dem Job, bei dem Materialistischen. Eigentlich das Materialistische ist das, was, ich sag mal, den Teufel in uns rausholt. Ne? Warum sollte man nicht dazu gehören? So, du kannst hier hinkommen, wenn es in unserem Land schlecht sein würde, wir würden auch versuchen, in ein anderes Land zu gehen und wir würden auch wollen, dass die Menschen uns da aufnehmen und nett zu uns sind. Ich finde, jeder Mensch hat das verdient. Kann doch jeder kommen, wer will. Solange die friedlich sind und keinem was tun. Ich finde, jeder soll glauben, was er will. Alle Religionen gehören zu Deutschland, ganz egal. Nicht nur der Islam, auch wenn die Christen oder Juden, die werden ja auch diskriminiert, weiß man ja auch. Und die gehören alle hierher. Ja, und das ist eine dumme, alte, weiße Rassentheorie, die sagt, dass es nicht dazu gehört. Und das ist das Problem, dass wir es nicht gelernt haben, nach 45 wirklich jetzt zu sagen, okay, wir ändern uns von Grund auf. Weil es ist dasselbe, was 33 war, das ist dasselbe, was heute ist. Es wird gegen Ausländer gehetzt, es wird gegen jeden gehetzt, solange er keine weiße Rasse hat. Auf die Schwierigkeiten, die wir vor Ort in Hannover hatten, welche Schwierigkeiten wir auf uns genommen haben, um das Krankenhaus und ihre Wohnung ausfindig zu machen, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Jedoch auf eine Sache möchte ich vielleicht das Augenmerk auch ein bisschen richten. Die, wo U-Roots kennen, wissen, dass wir unsere Konzepte nach den Muslimen richten und dass wir ein Kanal für Muslime sind und das wird auch weiterhin so bleiben. Aber besonders in diesem Projekt, in diesem Konzept, wo es um eine Tat geht, wo ein Nicht-Muslim daran beteiligt ist, war es uns besonders wichtig gewesen, was die Nicht-Muslime darüber denken. Und wir waren 4 Personen vor Ort und 3 aktive Duat, die regelmäßig Dawa machen. Und allen ist aufgefallen, dass wir besonders viel Abneigung dort gespürt haben. Wir waren von 11 Uhr morgens bis um 19:30 Uhr in der Innenstadt. Wir konnten lediglich 5 vollwertige Interviews führen. Das Besondere jedoch war es letztendlich, dass wir das Krankenhaus und die Wohnung von Rahma ausfindig machen konnten. Und wir waren vor Ort. Ich habe mit einer Kollegin von Rahma gesprochen, die erschüttert war, die geweint hat und die das bestätigt hat, was wir eigentlich über Rahma von allen gehört haben, dass sie eine sehr herzliche Person gewesen ist. Besonders eine Kollegin hätte sie öfters darüber berichtet, dass sie von Alexander K. mehrmals belästigt worden ist. Umso mehr schockiert uns das Ergebnis, was letztendlich rausgekommen ist. Besonders einige Aussagen, die ihr jetzt in den folgenden 2 Interviews hören werdet, haben uns überrascht, aber auch schockiert. Die Belästigungen durch diesen Nachbarn müssen relativ zeitnah begonnen haben. Manche erzählen, dass sie ihrer Familie zum Beispiel berichtet hat, dass er sie zum Beispiel aufgrund des Kopftuches rassistisch angeht. Es ist praktisch von Anfang an darüber berichtet worden, dass hier in Arnhem eine Frau getötet worden ist. Auch ihr Name ist erschienen, also ihr Vorname und die Abkürzung des Nachnamens, allerdings nicht, in keinster Weise, was ja sonst oft üblich ist, der Name oder die Abkürzung oder die Nationalität des Täters. Wäre es umgekehrt gewesen und ein Täter oder eine Täterin mit Migrationshintergrund hätte eine deutsche Person ermordet, das vermutlich anders gewesen wäre. Welchen Hintergrund das genau hatte und wer betroffen war, ist praktisch erst durch diese Kundgebung öffentlich geworden und seitdem wird auch versucht, das so ein bisschen am Laufen zu halten. Eben dadurch, dass wir hierher kommen, dass wir versuchen, diese Stelle ein bisschen zu pflegen und eben auch versuchen, Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Was das Profil des Täters angeht, das zu erkennen war auf seinen LinkedIn-Profilen, was er sonst im Internet anti-islamistisch geäußert hat und zum Teil auch solche Fantasien hatte, wie das Zerstückeln oder Zuschaustellen von Leichen Getöteter. Die Polizei ist mehrfach hierher gerufen worden, also es ist wirklich über Monate hinweg hat er sie bedrängt, belästigt, hat sogar ihre Wohnungstür versucht einzuschlagen. Die Polizei ist halt wieder gefahren und bis jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, dass ihr keine konkreten Hinweise auf irgendeinen Hintergrund vorliegen. Sie sagen, die Polizei war hier, aber die haben letztendlich nicht wirklich etwas gemacht. Es gibt Nachbarn, die sich auch sehr enttäuscht darüber äußern, dass praktisch nie irgendetwas passiert ist, obwohl klar war, dass über Monate hinweg dieser Mann diese Frau terrorisiert,
dass sie nichts dagegen tun kann. Also wenn jemand schon anfängt, die Wohnungstür einschlagen zu wollen, ne, dann ist das grundsätzlich, ist egal, was da jemand vorbringen würde, was für einen Grund, er hatte keinen. Niemand hat den Grund, irgendwie, aus was für Gründen auch immer, irgendjemanden ständig zu terrorisieren, ständig zu belästigen. Ja, und das ist eben das, was wir, mal abgesehen davon, dass wir an sie erinnern wollen, weil sie eine großartige Person gewesen ist oder gewesen sein muss. Das sagen alle, die sie kannten. Und dass dieses Allgemeine irgendwie, ja, ne, da ist vielleicht jemand ein bisschen verrückt oder ein bisschen komisch. Und es wird aber nicht ernst genommen, dass das letztendlich zu so etwas führt. Und das muss durchbrochen werden, egal wer davon betroffen ist. Sowas kann nur passieren, wenn man eben wegsieht oder irgendetwas für normal hält, was es nicht ist. Ne? Und es ist nicht normal, dass jemand praktisch zum Freiwild erklärt wird oder dass jemand anders irgendwie, egal wem gegenüber, sich so etwas rausnehmen kann. Jemand, das muss man sich mal vorstellen, sie kommt von der Nachtschicht aus dem Krankenhaus, die sie mit Sicherheit gehabt hat, fährt hier irgendwie mit den Öffis mit, man muss mit der Straßenbahn fahren, man muss mit dem Bus fahren und sie geht in ihre Wohnung und weiß nicht, was passiert. Ist er im Treppenhaus, klopft er, so, das ist unglaublich. Und das hat sich über Monate hinweg abgespielt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Es ist eine Ehre für mich und ich bin mir auch 100% sicher eine Ehre für alle anderen Muslime, die das jetzt ansehen. Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, dieser erste Moment, wo du das realisiert hast, dass da irgendwas nicht stimmt? Wie hat das alles angefangen? Ja, es ist eine ganz schwierige Sache. Ich lag noch im Bett, sage ich ganz ehrlich, es war noch früh, Freitagmorgen. Und da habe ich nur gehört, dass die Tür geknallt hat. Die hat die ganze Zeit geknallt und ich dachte mir, was geht ab, was ist da los? Und dann habe ich mich halt langsam angezogen, habe geguckt, was da abgeht, habe aus dem Türspion geguckt, dann war erstmal nichts und dann bin ich nochmal zurückgegangen und dann hat auf einmal eine Frau geschrien, habe nochmal aus dem Türspion angeguckt und dann habe ich gesehen, wie eine Frau da runterfällt und sozusagen Blut unter ihr sich ausbreitet. Ja, dann bin ich rausgegangen, habe gemerkt, dass der Nachbar von oben direkt die Rettungskräfte gerufen hat. Dann habe ich, weil der Nachbar die Rettungskräfte, also weil der nicht so gut Deutsch sprechen konnte, habe ich direkt mit den Rettungskräften gesprochen. Weil bei der Bundeswehr lernen wir das auch. Da habe ich halt auch gezeigt, was man tun soll. Also du bist bei der Bundeswehr? Genau. Und du hast Erste Hilfe gelernt, hast versucht auch direkt Erste Hilfe zu leisten? Auf jeden Fall, ja. Dann im ersten Moment, da hat sie noch geatmet, dann habe ich sie erstmal in die stabile Seitenlage gelegt. Dann irgendwann hat sie dann aufgehört zu atmen, dann habe ich sie auf den Rücken gedreht, damit ich die Herz-Druck-Massage machen kann. Habe ich versucht, die Herz-Druck-Massage noch durchzuführen, habe ich die Herz-Druck-Massage durchgeführt, bis dann die Rettungskräfte kamen und dann kamen die Rettungskräfte und haben dann für mich übernommen. So. Hat das lange gedauert, bis sie da waren? Von meinem Gefühl her hat das sehr lange gedauert. Ja. Ist er ein Deutscher oder ein Georgier? Weil wir haben jetzt gehört, er ist Georgier und einige sagen, er ist Deutscher. Weißt du das? Der ist Deutscher. Christian, ich glaube, das wäre, glaube ich, auch für die Familie sehr besonders, zu wissen, das ist die Person, die unserer Tochter geholfen hat. Würdest du vielleicht zu den Eltern mal sprechen wollen? Es tut mir von Herzen leid. Ich habe alles in meiner Macht Stehende versucht. Ich habe alles versucht, was ich machen konnte. Ich wollte sie retten. Leider ist sie vor meinen Augen gestorben und ich konnte leider nichts mehr machen. Es tut mir vom Herzen leid. Es tut mir leid. Ja, darf ich dich schon machen? Auf jeden Fall. Ich dachte ehrlich, dadurch, dass ich bei der Bundeswehr bin, habe ich mich schon vorher damit auseinandergesetzt, dass ich da vielleicht mal drauf klarkomme so. Und dadurch, weiß ich nicht. Ich denke schon viel drüber nach, sehr viel. Die Strafdelikte gegenüber Muslimen aufgrund, leider muss man sagen, der rechten Politik, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Vor allen Dingen Aussagen wie, dass der Islam nicht nach Deutschland gehört oder dass Kopftuchmädchen, Burka-Träger nicht nutzbar wären. Was leider immer mehr dazu führt, dass vielleicht ein Mensch, der eine Neigung hat zu Rassismus, das immer mehr angespitzt wird. Und wir sind davon überzeugt, dass diese Aussagen der Saat dafür ist, dass dieser Hass seinen Weg findet in Form von diesem Ergebnis. Leider.